Herzlich willkommen bei Videowissen und ein besonderes Willkommen auch für alle Zuschauer, die gerade von Urknall, Weltall und das Leben rübergekommen sind. Denn hier gibt es jetzt den Vortrag von Ralf Ehrenwinkler von Airbus im Rahmen unserer Festwoche an der Hochschule Rosenheim zum Thema NIRSPEC, der Nahinfrarotspektrograph von Ottobrunn, auf seiner Reise von der Entwicklung in Ottobrunn über die USA und Französisch-Guyana mit dem Webb-Weltraumteleskop in den Lagrange-Punkt. Viel Spaß dabei! Ja, ich habe heute beim Vortrag draußen schon viel über NIRSPEC selber, über James Webb geredet, aber eben, ich will Sie mitnehmen auf die Reise, die man normalerweise im Internet und so nicht sieht. Wie kommt das Instrument auf das Teleskop, in den Start, in die Rakete, in den Orbit und was muss ich machen nach dem Start, damit es den wissenschaftlichen Betrieb aufnimmt. Zuerst seit 25 Jahren arbeite ich bei Airbus. Wie Elmar gesagt hat, seit 16 Jahren bei NIRSPEC, System Engineer, IoT Manager, Projektleiter, und ich habe die Ehre, wie ich immer sage, NIRSPEC immer noch zu begleiten, und zwar beim wissenschaftlichen Betrieb, mittlerweile im 2. Jahr. Was hat sich für mich verändert? 2007 habe ich so ausgeschaut, 2021 schaue ich so aus, 2023 schaue ich so aus, und ich hoffe, ich habe mich gut gehalten. Ganz kurz die Übersicht. Für die, die heute noch nicht bei der Ausstellung waren, ein bisschen was über eine Slide über die wissenschaftlichen Ziele von James Webb, ein, zwei Slides über NIRSPEC selber, und dann fangen wir mit der Reise an. Die wissenschaftlichen Ziele, ganz kurz. Der Urknall ist bewiesen durch auch ein Projekt über die kosmische Hintergrundstrahlung, die dem Dr. James Mehta einen Nobelpreis eingebracht hat, und der war auch einer der Väter von James Webb. Also 13,8 Milliarden Jahre, nach 400 Millionen Jahren war das Ende der sogenannten Dark Ages. Vorher war nur Plasma, nichts, Materie, keine Teile. Und nach den 400 Jahren mit der Hintergrundstrahlung, Millionen Jahren, haben sich Teile aufgeladen, Plus und Minus, zusammengefunden, es hat sich Materie gebildet. Und dann ist es angegangen, dass sich Sterne und Galaxien gebildet haben. Und da wollen wir genau hinschauen, weil Hubble hat hier hingeguckt. Die Hubble Deep Field Aufnahme ist eine Aufnahme von 11,3 Tagen in die gleiche Richtung, hat dort ungefähr 600 bis 700 Millionen Jahre nach dem Urknall schauen können. Mit James Webb wollen wir eben 400 Millionen Jahre nach dem Urknall gucken, wo die ersten Sterne und Galaxien entstanden sind. Des Weiteren wollen wir natürlich auch untersuchen, wie sich die weiterentwickelt haben. Wir machen auch Untersuchungen unseres Sonnensystems. Wir haben Aufnahmen vom Jupiter, vom Mars und vom Saturn schon gesehen. Und ganz dominant eben diese Untersuchung der Exoplaneten. Mittlerweile hat sich ja die Zahl der bekannten Exoplaneten von, ich glaube, vor 5 Jahren von 2500 auf 5000 zurzeit erhöht. NIRSPEC. NIRSPEC ist ein Spektrograph. Er macht Spektren. Er macht eigentlich nicht so sexy Bilder wie NIRCam. Aber die Wissenschaftler brauchen eben Spektren, um zu untersuchen und zu sehen, aus was die Sterne sind, aus was die Galaxien sind, wie sich die weiterentwickelt haben, welche Stoffe sind da vorhanden. Und vor allem auch bei der Untersuchung der Exoplaneten und der Atmosphäre brauche ich Spektren, um sagen zu können, woraus besteht die Atmosphäre eines Exoplaneten. Habe ich die Möglichkeit, dass irgendwo Leben möglich wäre? Die Aussicht, dass wir Leben finden, dämpfen wir erstmal ein bisschen, aber möglich wäre es. Hier alles, was grau ist im NIRSPEC, ist Keramik. Warum Keramik? Keramik ist vorhersehbar, ist athermal, weil Spiegelstrukturen und die Baseplate aus dem gleichen Material sind, und somit kann ich sehr gut vorhersagen, wie sich NIRSPEC und die Optik im kalten, im operationellen Bereich verhält, und kann sie so einstellen, dass meine Performance im Orbit so ist wie spezifiziert. NIRSPEC ist eins von 4 Instrumenten auf James Webb, von der ESA beauftragt. ESA und NASA und die Canadian Space Administration haben sich zusammengetan, James Webb zu bauen.
Der Beitrag von der ESA war MIRI. MIRI wurde gebaut aus einem Konsortium von europäischen Instituten. Und NIRSPEC wurde von der ESA an Airbus beauftragt. Und im Auftrag von der ESA haben wir NIRSPEC entwickelt, gebaut und getestet. Und wie Elmar vorher gesagt hat, natürlich ist NIRSPEC mit der Keramik so diffizil, dass die ESA erkannt hat, wir müssen nicht nur NIRSPEC ausliefern, sondern wir müssen NIRSPEC behüten. Deshalb, wie Elmar erklärt hat, habe ich die Ehre gehabt, NIRSPEC bis zum Start und bis nach Commissioning zu begleiten. Wir fangen an mit der Reise. Wir sehen auf dem linken Bild NIRSPEC im Rheinraum von Ottobrunn. Das ist das Flugmodell, das jetzt im L2-Orbit seine Arbeit tut. Auf der rechten Seite sehen wir unseren Rheinraum. Danke an Edgar Martin, der dieses Bild gemacht hat. Von da aus geht's los. Eine Sache noch. NIRSPEC, wie ich gesagt habe, ist ein Spektrograph. Aber es ist nicht nur ein Spektrograph, sondern ein Superspektrograph. Spektren mache ich am Schlitz. Wenn ich nur einen Schlitz habe, ist es ein bisschen wenig. NIRSPEC hat 250.000 Schlitze. Wie funktioniert das? Ich kann alle Schlitze aufmachen und sehe das Universum. Ich weiß, wo meine Schlitze sind, wähle aus, welches Objekt ich analysieren will, von welchem Objekt ich ein Spektrum haben will, mache alles zu, außer diese Schlitze und kann gleichzeitig Spektren aufnehmen. Die Effizienz von dieser Methode ist sehr hoch, weil ich mehrere Spektren auf einmal aufnehmen kann. Wie funktioniert das? Hier sehen Sie ein echtes Bild vom Microshutter von den 4 Quadranten. Ich fahre mit einem Magnetarm über die ganzen Shutter, drücke sie auf, lege unten eine Spannung an, selektiere, welche Shutter ich offen haben will, mache alle wieder zu, bis auf die, die offen bleiben sollen. Da lasse ich die Spannung angelegt und habe die Möglichkeit, Spektren gleichzeitig aufzunehmen. Einen kleinen Feature, merken Sie sich bitte, wir können auch ein IFU-Window aufmachen, dann kommt die Spannung weg, ist später für einen der Modi von NIRSPEC relevant. 19. September 2013. Wir waren fertig mit NIRSPEC. Wir haben es auf den Laster geladen, sind zum Münchner Flughafen, haben es in eine Maschine eingeladen und sind nach Baltimore geflogen. Von Baltimore, unten links, sind wir dann nach Washington gefahren, zum Goddard Space Flight Center und haben da traditionell mit bayerischer Fahne und Lederhosen NIRSPEC an die NASA übergeben. Im Goddard Space Flight Center bei Washington wurde dann NIRSPEC nochmal getestet, dass es den Transport überlebt hat und das sogenannte ISIM eingebaut. ISIM ist das Integrated Science Instrument Modul. Das ist das Modul, wo alle 4 Instrumente von JWST vereint integriert waren. Dieses Modul wurde separat getestet und dann nach abgeschlossenen Tests hinten an den Spiegel integriert. Das Bild unten rechts zeigt die erste, wie soll ich sagen, außergewöhnliche Hardcore-Aktion, weil bei dem Test von ISIM in der TV-Kammer, der 100 Tage gedauert hat, ist ein sogenannter Blizzard in Washington angekommen. Und weil es in Washington, wenn ein Blitzer kommt, wirklich viel schneit, mussten wir eine Woche lang in Goddard Space Flight Center übernachten. Die Amis sagen, es ist zu gefährlich, dass die Mitarbeiter nach Hause fahren bei diesem Blizzard und ihr müsst bitte hier bleiben. Kleiner Nachteil, eine Dusche für Männer und Frauen von 50 Personen Anzahl ist anstrengend. Das Bild in der Mitte zeigt den fertigen Spiegel mit den 4 Instrumenten auf der Rückseite. Das heißt, sogenannte OTIS, das ist dieser Spiegel mit den Instrumenten, ist fertig. Was machen wir damit? Wir testen ihn natürlich wieder. Hubble wurde gestartet mit einem Space Shuttle und die ersten Aufnahmen haben gezeigt, dass der Fokus nicht gepasst hat. Wir haben ein schlechtes Bild gehabt. Warum haben wir das gehabt? Der Hauptspiegel war um 70 Mikrometer falsch poliert
Und zu der Zeit wurde der sehr teure Thermal-Vakuum-End-to-End-Test gestrichen. Der Vorteil von Hubble war, dass er in einem Orbit um die Erde kreist, immer noch seit 30 Jahren, und eine günstige Space Shuttle Mission nach oben entsandt wurde, um Hubble zu reparieren. Dieses Reparieren geht natürlich im Lagrange-Punkt 2, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, nicht. Deswegen hat die NASA diesen teuren Test nicht gestrichen. Das heißt, wir waren hier, und das ist das rechte Bild, in Houston, in der Chamber A, wo die Apollo-Missionen getestet wurden, und durften JWST, den Spiegel mit den optischen Instrumenten, end-to-end optisch vermessen, dass von der Optik her alles passt. Natürlich ist es nicht sehr gut gelaufen. Wir haben wieder im Johnson Space Center übernachtet, weil der Hurricane Harvey genau zum TV-Test wieder vorbeigeschaut hat, oder nicht wieder, sondern vorbeigeschaut hat, und die NASA wieder gesagt hat, es ist zu gefährlich, dass die Leute ins Hotel oder heimfahren, ihr müsst wieder hier bleiben. Positiv war das obere rechte Bild. Wir durften wirklich im Mission Control Houston einen Rundgang machen. Normalerweise darf man bei der Führung im Johnson Space Center hinten auf die Besuchertribüne. Wir waren dort für Vorbereitungsarbeiten, und dann kamen so Veteranen von der Apollo-Mission und sagen, hey Leute, was macht ihr? Ja, James Webb Space Telescope. Ja, das ist aber unbemannte Raumfahrt. Ja, aber es ist cool, ist Science. Also, hey, wollt ihr den Kommandoraum sehen von den Apollo-Missionen? Wir so, nee. Natürlich sind wir rein, und wir waren wirklich in Mission Control, und ich darf sogar mal hinsetzen auf dem Mission Controller. War natürlich niemand mehr unterwegs. Dann haben wir alles getestet und gezeigt, der Spiegel mit den optischen Instrumenten funktioniert. Jetzt brauchen wir noch den Sunshield und das Spacecraft. Diese Bilder zeigen, dass außenrum um die Flughardware ziemlich viel zu tun ist. Transportcontainer, Lifting Device, alles wird größer. Und hier ist demonstriert, dass wir mit einem Riesencontainer den Spiegel zusammengefaltet nach Los Angeles zu Northrop Grumman transportiert haben. In Northrop Grumman haben wir dann alle Teile gehabt, Los Angeles, Redondo Beach, die wir für James Webb brauchen. Auf der linken Seite sehen Sie den Spiegel mit den Instrumenten, in der Mitte den Sunshield, und auf der rechten Seite sehen Sie das fertige Instrument auf dem Shaker und wurde wieder getestet. Das ist eines der letzten Bilder vom James Webb halb entfaltet auf der Erde. Nach den mechanischen Tests mussten alle Mechanismen nochmal ausprobiert werden und haben festgestellt, dass alles noch funktioniert, wie es soll. Nach diesem Test wurde James Webb für den Start zusammengefaltet. Das ist das Bild auf der rechten Seite. Das Bild in der Mitte zeigt den Weg mit einem Schiff, weil das komplette Teleskop im Container konnte nicht mehr in mein Flugzeug geladen werden. Mit einem Schiff durch den Panama-Kanal sind wir von Los Angeles nach Kourou gefahren und haben dort James Webb für den Start vorbereitet. Das Bild auf der rechten Seite zeigt diese Vorbereitung, dass James Webb nach dem Transport natürlich wieder getestet wurde. Und nach den Tests wurde festgestellt, Transport überstanden, alles funktioniert, und es wurde betankt. Nach dem Betanken auf der linken Seite wurde James Webb mit einem Kran auf die Rakete gehoben. In dem mittleren Bild sehen Sie, wie ungefähr, ich glaube, 178 Schrauben festgezogen wurden, und der Launch-Adapter, der James Webb auf die Rakete festschraubt, wurde da fertig montiert. Das Bild auf der rechten Seite zeigt zum Schluss noch die Fährung, die installiert wurde, damit beim Start eben nichts James Webb beschädigt. Ein Bild vom Start. Start war am 25. Dezember, 13:20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Diese zwei Bilder zeigen die fertige Rakete mit James Webb an der Spitze eine Nacht vor dem Start. Pünktlich 13:20 Uhr mitteleuropäischer Winterzeit. Am 25. Dezember hat James Webb abgehoben und der Weg in den L2-Orbit begann.
An dieser Stelle sage ich immer wieder, in meiner beruflichen Laufbahn ist das immer noch mein Lieblingsbild. Das ist eines der letzten Bilder, das die Menschheit von James Webb sehen kann. Dieses Bild zeigt James Webb, wie es entlassen wurde, nachdem der Launch-Adapter aufgegangen ist und James Webb alleine ohne Ariane-Oberstufe auf dem Weg in den L2-Orbit war. Warum haben wir dieses Bild? Ariane Space hat sich durchgesetzt und hat an der Oberstufe eine Kamera montiert gehabt und hat eben die Entlassung von James Webb in den L2-Orbit gefilmt. Und deswegen haben wir immer wieder dieses Video, das echt ist. Das ist kein Fake. Dieses Video ist von Ariane Space und ESA freigegeben. Wir sehen hier James Webb am Launch-Adapter. Der Launch-Adapter, das Klemmband ging auf und James Webb wurde entlassen. Das Erste, was passiert automatisch ist nach der Entlassung, dass die Solarpanels aufklappen. Und normalerweise ist es notwendig, dass Sensoren auf James Webb sagen, ich bin ruhig genug, um ohne Fehler diese Sensoren aufklappen zu können. Wir haben nicht gedacht, dass Ariane Space so einen tollen Job gemacht hat, dass wir dieses Aufklappen der Solarpanels noch mitfilmen können. Weil, ich sage es nachher, warum nicht? Ungefähr 25 Sekunden, 30 Sekunden, nachdem es entsendet wurde, allein auf dem Weg zum L2-Orbit, ich weiß, 30 Sekunden sind lang, passierte auf einmal das. Die Solarpanels fahren aus. Wieso? Jetzt schon? Okay. Das Ausfahren der Solarpanels ist aber nur die halbe Miete, weil, dass die Solarpanels ausgefahren ist 50% des Success-Kriteriums. Mission Control muss auch melden, dass die Solarpanels Strom liefern und wir ein funktionierendes Observatorium haben. Ungefähr 2 Minuten nachdem die Solarpanels ausgefahren waren, hat Mission Control in Baltimore im Space Telescope Science Institute mitgeteilt, dass wir positive Voltage und Strom haben und wir haben eine funktionierende Mission. Wir klappen jetzt hier weg. Das ist jetzt nicht, dass James Webb irgendwo anders hinfliegt, sondern das ist das sogenannte Mission Avoidance Manöver von der Oberstufe, weil beim Absetzen geht ja James Webb nach geradeaus weg. Und wenn jetzt die Oberstufe nachzünden würde, dann würde man genau in James Webb reinknallen. Das heißt, wir haben ein Mission Avoidance Manöver, das die Oberstufe Richtung Deep Space entsendet und die dann weg ist. Nach dem Start und nach dem Entsenden ging erst unsere Arbeit beim Commissioning richtig los. Wir haben 508 Commissioning Activity Requests gehabt. Das sind Prozeduren, die abgearbeitet werden müssen, damit alles funktioniert. Oben sehen Sie die Timeline. Die orange Timeline zeigt das Deployment vom James Webb, damit ich dieses origami-mäßig zusammengefaltete Observatory dann so sehe, wie es jetzt draußen im Modell steht. Nach 30 Tagen waren wir entfaltet. Nach einer kleinen Transition-Phase ging es los, aus den 18 Spiegelelementen einen einzigen gefasten Spiegel zu machen. Das sehen wir oben in der grünen Phase. Nachdem der Spiegel dann gefasst war und wir wirklich eine Optik haben, die uns die Photonen einsammelt von den Galaxien und von den Planeten, die wir anschauen müssen, mussten wir natürlich noch die 4 Instrumente Commissioning durchführen. Wir mussten sie einschalten, funktional prüfen und natürlich auch noch in Orbit kalibrieren. Unten sehen Sie unser Lego-Chart. Alles, was grün ist, ist successful abgearbeitet worden. Es sind 2, 3 rote Felder dabei, aber nachdem diese roten Felder analysiert wurden und andere Commissioning Activity Requests schon durchgeführt wurden, wurde entschieden, dass wir diese Felder nicht wiederholen müssen und alles grün ist. Ich habe hier aufgelistet, dass wir 344 Single-Point-Failure haben. Ein Single-Point-Failure ist ein Fehler, wenn er nicht funktioniert, dann gibt es keinen Ersatz, es gibt keine zweite Seite, es gibt kein redundantes System, das ich dann aktivieren kann. Das heißt, jeder Mechanismus zum Entfalten, den ich eigentlich unbedingt vermeiden will, wenn ich sowas baue,
musste funktionieren, sonst hätten wir ein 10,8 Milliarden Grab gehabt und wir hätten nichts gesehen. Ganz kurz noch, hier haben wir die Commissioning Activity Request von NIRSPEC. Die erste Phase ist Einschalten und die Funktion prüfen. Wir sehen, die gelben Kästchen sind Activity Requests, die wir von Baltimore aus kommandiert haben. Die dunkelblauen sind Activity Requests, die onboard automatisch abgelaufen sind. Und die hellblauen sind Contingency Requests, die wir aber nicht gebraucht haben. Im Falle eines Fehlers hätten wir vielleicht was wiederholen oder was anders machen müssen, aber es hat alles aufs erste Mal geklappt. Nachdem die Funktion gewährleistet war und auch der Spiegel gefasst war, haben wir in der zweiten Phase die Kalibration von NIRSPEC durchgeführt. Die grünen sind interne Kalibrationen von internen Lichtquellen, um das alles einzustellen und kalibrieren. Die orangen sind Kalibrationen von Aufnahmen vom Universum. Da haben wir das Universum hergenommen, um die Kalibration durchzuführen. Hier auch, Gott sei Dank, die gedotteten sind Contingency und welche, die mit anderen Instrumenten durchgeführt werden, die haben wir teilweise nicht gebraucht, weil alles super funktioniert hat. Nachdem alles kalibriert und eingeschaltet und kalibriert waren, haben wir, wie ich vorhin erwähnt habe, die 4 Modi von NIRSPEC für einen wissenschaftlichen Betrieb freigeben können. Der obere Mode, Bright Object Time Series, ist der Mode für die Exoplaneten. Wir sehen an der Kurve den Dip. Das ist der Dip, wenn der Exoplanet vor dem Stern vorbei wandert und das Licht des Sterns dämpft. Der zweite Mode ist der Fixed-Slit-Spektroskopie. Das ist ein Mode für sehr genaue Spektroskopie. Das sind dann eine 3000er Auflösung. Das heißt, wir haben pro Nanometer 3000 Stützpunkte. Der dritte Mode, die Integrat-Field-Spektroskopie, ist ein sehr sexy Mode zurzeit, weil ich hier ein quadratisches Field of View optisch in 30 Schlitze zerteile und über diese 30 Schlitze gleichzeitig Spektroskopie machen kann. Das heißt zurzeit, wenn ich was Unbekanntes anschaue oder eine größere Galaxie, dann nehme ich eben diesen Mode her, um nicht ein Spektrum zu haben, das alles miteinander vermischt, sondern 30 Spektren. Und der Grund, warum NIRSPEC ein Multi-Object-Spektrograph ist der letzte Mode, ist der MOS-Mode. In dem Bild sehen Sie, dass wir bei einer Szene 200 Spektren gleichzeitig aufgenommen haben. Wie das kurz funktioniert: Der erste Mode ist der für die Exoplaneten. Da habe ich dieses kleine Fenster. Ich muss also meinen Exoplaneten in dieses kleine Fenster bringen. Zweiter Mode ist Fixed Slit. Da nehme ich keine Microshutter-Türchen her, weil für eine hochauflösende Spektroskopie brauche ich sehr genaue Schlitze. Und die Türchen sind nicht super genau in der Breite. Und dann würde diese hochgenaue Spektroskopie ein bisschen verfälscht. Dafür brauche ich Schlitze, die hier mit dem Laser in eine Titanplatte gelasert wurden, dass ich sehr genaue Schlitze bekomme. IFU-Mode, wie Sie vorhin gesehen haben, der Blocker mit dem Magnetarm muss runterfahren, dass dieses Fenster offen ist, und dann kann die IFU, ein optisches Instrument auf NIRSPEC, dieses Quadrat in 30 Schlitze zerteilen. Und zum Schluss unsere 4 Quadranten mit unseren 250.000 Fensterchen und Türen, die wir individuell auf und zu machen können. Wo war das alles? Kleine Eindrücke: Space Telescope Science Institute, Baltimore, Johns Hopkins University, wo auch schon die Wissenschaftler von Hubble saßen. Hubble wird immer noch von Goddard Space Flight Center aus kommandiert, und es wurde entschieden, dass James Webb aus dem Space Telescope Science Institute kommandiert wird. Auf der rechten Seite sehen Sie die Kommandozentrale, und auch wenn wir 10,8 Milliarden Euro ausgegeben haben, wenn wir Groundkontakt jetzt haben im operationellen Bereich, sitzen 3 Leute an der Konsole und passen auf, dass alles funktioniert. Alles andere läuft automatisch ab.
Wie vorhin erwähnt, wir hatten die Ehre, mit dabei zu sein. Das auf der linken Seite ist unsere NIRSPEC Corner mit unseren 4 Konsolen, wo wir die Telemetrie von NIRSPEC überwacht haben und geschaut haben, dass nichts kaputt geht und nichts verdreckt wird, also keine Contamination passiert. Wir hatten 2 Teams, ein Thermalteam und ein funktionales Team. Am 1.7. startete der erste Zyklus vom operationalen Betrieb und am 12.7. wurden die ersten sogenannten EROs, Early Release Observation, freigegeben und der Öffentlichkeit vorgestellt. Weil wir natürlich, die NASA hat natürlich oder alle haben das Interesse, sehr früh zu zeigen, dass wir was richtig Tolles gebaut haben und dass es das wert war, diese Zeit und dieses Geld in die Hand zu nehmen. Warum? Ganz kurz nur. Wenn ich mit Spitzer vergleiche, das ist eine Aufnahme von Spitzer. Und wenn ich jetzt einfach mal überblende, was die gleiche Aufnahme von James Webb ist, dann sehen Sie, welche Aufgabe jetzt die Wissenschaftler haben, das alles zu analysieren. Und es ist nur eine Aufnahme. Es sind Millionen schon von Aufnahmen, die wir haben. Millionen ist vielleicht ein bisschen drüben, aber schon die Zehntausende. Das ist jetzt von NIRCam, das ist im Bereich von 0,7 bis 5 Mikrometer im nahen Infrarot. Aber nachdem wir MIRI noch an Bord haben, geht es weiter. Ein kleiner Vergleich, wie es ist. Also die Wissenschaftler haben was zu tun. Bei MIRI ist, ich habe noch ein Bild von Wiese. Das ist ein Infrarotbild und zwar hier bei 4,6 μ. Wenn ich das gleiche von Spitzer nehme, bei 8,6 μ sehen Sie schon die bessere Auflösung. Und hier nochmal der Quantensprung von James Webb, vom MIRI-Instrument, dass wir wirklich viel mehr sehen, als wir bis jetzt gesehen haben. Als Vergleich, als Summary die EROs. Natürlich das Wichtige ist, der amerikanische Präsident hat natürlich einen Tag vor dem 12. eine Pressekonferenz gegeben. Er hat auch das Geld ausgegeben, er ist der Chef und er durfte das Hubble Deep Field als erster der Öffentlichkeit präsentieren. Entschuldigung, SWEP. Ja, natürlich James Webb. Daneben haben wir den Carina-Nebel. Es ist ein Nebel, wo sehr viele Sterne entstehen, ein sehr interessanter Ort für die Wissenschaftler, weil da sehen wir, wie aus dem Sternenstaub oder wie aus dem Staub Sterne entstehen. Was interessanter für NIRSPEC ist, weil wir Spektren machen, ist der MOSMOD oben rechts. Das heißt, in den Hubble Deep Field wurden 4 Galaxien ausgesucht und damit haben wir Multi-Object-Spektroskopie gemacht und die gleichen Linien an verschiedenen Orten gefunden. Und dadurch, durch die gleichen Spektrallinien an verschiedenen Orten, kann man berechnen, wie lang dieses Licht rot verschoben ist und wie lang es zu uns unterwegs war. Man kann es zwar nicht lesen, aber die ersten Aufnahmen unten haben schon gezeigt, dass wir eine Rotverschiebung haben. Das andeutet, dass wir 13,2 Milliarden Jahre altes Licht sind. Wer die Bilder und alles verfolgen will, für mich sind das die 2 Hauptteile. ESAWeb.org, da sehen Sie die neuesten Veröffentlichungen. Die Amerikaner sind ein bisschen langsamer, die sind dann bei webtelescope.org. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.